Hey du, Glückwunsch! Du kannst jetzt dein erstes Lied spielen. Aber was kommt nach der Melodie? Der nächste große Schritt im Klavierspielen. Akkorde! In nur 2 Minuten zeige ich dir, wie du deinen allerersten Akkord spielst, um deine Musik sofort viel voller und besser klingen zu lassen. In deinen letzten Übungen hast du einzelne Töne nacheinander gespielt. Ein Akkord ist einfach nur eine Gruppe von Tönen, die gleichzeitig gespielt werden. Hör dir mal den Unterschied an. Das ist nur ein Ton. Und das ist ein Akkord. Du siehst? Der Unterschied ist riesig. Er besteht aus 3 Tönen, die du schon kennst. C, E und G. Platziere deine rechte Hand wieder in der 5-Finger-Lage. Diesmal spielen wir aber nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Setze deine Finger so auf die Tasten. Dein Daumen auf das C, dein Mittelfinger auf das E, dein kleiner Finger auf das G. Drücke jetzt alle 3 Tasten gleichzeitig nach unten. Versuch, die Töne genau im gleichen Moment erklingen zu lassen. Falls es am Anfang schwer fällt, die Töne auf einmal zu spielen, gibt es einen Trick. Spiele die Töne einzeln von unten nach oben. C, dann E, dann G. Mach das ein paar Mal. Wenn sich deine Finger daran gewöhnt haben, versuche es wieder gleichzeitig. Wechsle dann immer ab. Erst von unten nach oben, dann gleichzeitig. Das hilft deiner Hand, sich an die neue Form zu gewöhnen. Spiele den Akkord, lasse ihn los und spiele ihn wieder. Wiederhole das immer und immer wieder. Du kannst auch die linke Hand mit dem kleinen Finger auf das tiefe C setzen, um dem Akkord noch mehr Tiefe zu geben. Und jetzt kommt das Tolle. Wenn du deine Hand in dieser Form lässt, kannst du sie einfach auf einen anderen Ton verschieben. Wenn du deinen Daumen zum Beispiel auf das G setzt, spielst du den G-Dur-Akkord. Du siehst, du kannst denselben Akkord auf verschiedenen Tönen spielen. Das ist der erste Schritt in eine Welt, in der du Lieder mit vollen Klängen begleiten kannst. Wenn dir diese erste Akkordanleitung geholfen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, um keine weiteren einfachen Klaviertipps zu verpassen, und schreib mir in die Kommentare, welche Übungen du als nächstes sehen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Deine Pia Muse.